Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch ein einfaches ovales Deckchen. So schaut das Deckchen aus. Also und zwar, ich habe für diese Decke von der Firma Relana Cotton Soft Wolle verwendet. Und das ist diese Wolle. Die Lauflinie trägt hier 50 Gramm, 150 Meter. Ich habe Haken Nummer 4 verwendet. Und ich habe insgesamt für dieses Deckchen 75 Gramm Wolle gebraucht. Wie gesagt, das Deckchen ist recht klein. Ich habe jetzt von der Breite das Deckchen, also ich habe hier die Breite von ungefähr 30 cm, also circa 30, und die Länge habe ich circa 50 cm. Und zwar ist es so, ich habe hier in der Mitte 30 Maschen angeschlagen. Und wie gesagt, das Deckchen ist bei mir insgesamt 50 cm lang geworden und ich habe hier in der Breite 10 Runden gehäkelt. Das ist jetzt die Länge geworden. Falls man das Deckchen in der gleichen Breite häkeln möchte, aber etwas länger, dann kann man zum Beispiel hier den Maschenanschlag in der Mitte vergrößern. Und zwar, man kann zum Beispiel statt 30 Maschen auch mit 40 Maschen oder 50, 60 Maschen beginnen, je nachdem. Und dann vergrößert sich das Deckchen, wenn man um 10 Maschen das Ganze verlängert. Das sind circa 6 cm. Das heißt, wenn ich jetzt mit 40 Maschen das Deckchen häkeln würde, dann wäre das von der Größe ungefähr 56 cm. Und dann, wenn man je 10 Stäbchen dazu rechnet, wie gesagt, das vergrößert sich dann um 6 cm. Man kann auch um 5 Stäbchen vergrößern, dann sind es bloß nur 3 cm, oder man nimmt 20, 30, 40 oder je nachdem, wie viele Stäbchen man dazu nimmt. Also wie gesagt, wichtig ist dann diese Linie und natürlich auch je nachdem, wie viele Runden wir dann häkeln. Also ich habe jetzt bei 10 Runden die Breite von einer Seite, das sind bei mir ungefähr 11 cm, diese Mitte. Wenn man das Ganze breiter häkeln möchte, dann kann man entsprechend auch anpassen. Also wie gesagt, 10 Runden sind 11 cm. Wenn man jetzt 20 Runden häkelt, sind entsprechend 22 cm, die man dann breiter häkelt. So, ich hoffe, dass ich das mehr oder weniger verständlich erklärt habe, wie man die Größe anpassen kann. Also wie gesagt, also bei mir die Größe habe ich schon gesagt, ca. 30 x 50. Und dann fangen wir einfach an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Ich schlage jetzt die Luftmaschen an. Dazu gehe ich mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken einmal komplett um, halte den Faden hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und ich häkle jetzt insgesamt 33 Luftmaschen. So, jetzt häkle ich in die 4. Luftmasche. Da stiche ich ein, das erste Stäbchen. Also Umschlagfaden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch, das sind Stäbchen. Und jetzt häkle ich noch weitere 3 Stäbchen in dieselbe Stelle. Das zweite Stäbchen, das dritte Stäbchen und das 4. Stäbchen. Jetzt häkle ich in jede Luftmasche jeweils ein Stäbchen. Also in jede Luftmasche ein Stäbchen und ein Stäbchen häkeln, bis ich auf der anderen Seite ankomme.
Also häkle ich in jede Luftmasche ein Stäbchen. Also ich habe jetzt insgesamt 28 Stäbchen gehäkelt und jetzt häkle ich in die letzte Luftmasche 8 Stäbchen. Also hier steche ich ein und häkle in die letzte Luftmasche 8 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite und dann weitere 6 Stäbchen. So, 6 Stäbchen habe ich jetzt und jetzt häkle ich auf der anderen Seite genauso wie bis jetzt. In jede Masche häkle ich ein Stäbchen und dann häkeln wir insgesamt genauso auf der anderen Seite 28 Stäbchen. Also hier sehen wir, wo wir die Stäbchen gehäkelt haben, da steche ich ein und häkle jeweils. Da ist das nächste Stäbchen, da steche ich ein und häkle das nächste Stäbchen und so weiter, bis wir 28 Stäbchen gehäkelt haben. So schaut es aus. Und jetzt häkle ich hier an diese Stelle. Wir haben hier 4 Stäbchen gehäkelt. Nochmal 4 Stäbchen. Hier steche ich ein und häkle vier Stäbchen. So, 4 Stäbchen habe ich jetzt gehäkelt und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche. In die dritte Luftmasche steche ich ein. Hier oben einstechen. Faden holen und die linke Schlinge durch die rechte durchziehen. Jetzt haben wir die Runde geschlossen. So, jetzt häkeln wir die zweite Runde. 3 Luftmaschen. Jetzt haben wir hier diese 8, also 4 Stäbchen auf einer Seite, 4 Stäbchen auf der anderen Seite gehäkelt. Jetzt häkle ich an diesen 4 Stäbchen die Maschenzunahme. Also in jede Masche der Vorrunde häkle ich 2 Stäbchen. Also in das erste Stäbchen 2 Stäbchen, in das zweite Stäbchen 2 Stäbchen, in das dritte 2 Stäbchen, so, und in die vierte Masche häkle ich auch 2 Stäbchen. Also ich habe jetzt aus 4 Maschen 8 Maschen gehäkelt. Also 8 Stäbchen. Und jetzt häkle ich in jedes Stäbchen wieder ein Stäbchen. Das sind dann diese 28 Stäbchen, die wir jetzt häkeln. Die häkeln wir dann weiter. So, ich habe jetzt 28 Stäbchen gehäkelt. Jetzt haben wir hier diese 8 Stäbchen und in jedes Stäbchen häkle ich jetzt 2 Stäbchen, also insgesamt dann 16 Stäbchen. In jede Masche jetzt hier an der Spitze häkeln wir jeweils 2 Stäbchen, so dass wir auf 16 Stäbchen kommen. So, und die nächste Masche auch 2 Stäbchen und so weiter. Ich habe jetzt 16 Maschen gehäkelt hier an der Rundung und ich markiere mir diese 16 Maschen auf der anderen Seite genauso markieren. Und jetzt häkle ich in jede Masche der Vorrunde jeweils ein Stäbchen, bis wir bei der anderen Rundung ankommen. So, einfach in jedes Stäbchen, das sind wieder diese 28 Stäbchen, die wir in die Mitte häkeln.
So, jetzt bin ich bei der anderen Rundung. Da haben wir die restlichen 4 Stäbchen und da häkle ich auch in jedes Stäbchen jeweils 2 Stäbchen, also insgesamt 8 Stäbchen habe ich dann. Also in jedes Stäbchen häkle ich jetzt jeweils 2 Stäbchen, in dieselbe Stelle nochmal ein Stehchen. So und so weiter. So, noch die letzten 2 Stäbchen. So, jetzt habe ich 8 Stäbchen gehäkelt und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche hier. Steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Und jetzt markiere ich mir auf der Seite auch diese 16 Stäbchen. So, eine Seite und die andere Seite markiere ich mir auch. So schaut es aus. So, jetzt häkeln wir die dritte Runde. Ich beginne mit 3 Luftmaschen. Und jetzt häkle ich in das erste Stäbchen eine Maschenzunahme. So stehe ich ein, häkle das erste Stäbchen und dann sofort in dieselbe Stelle das zweite Stäbchen. In die nächste Masche häkle ich ein Stäbchen. Das heißt, ich häkle jetzt in jede zweite Masche die Maschenzunahme. Also in die nächste Masche steche ich ein und häkle 2 Stäbchen, also die Maschenzunahme. Jetzt ein Stäbchen und jetzt wieder die Maschenzunahme. Also ich häkle jetzt aus einer Masche 2 Maschen. Ein Stäbchen. Eine Maschenzunahme. Und in die letzte Masche häkle ich ein Stäbchen. Und jetzt nehme ich die Markierung ab und markiere mir hier die letzte Masche. So, und jetzt häkle ich 28 Stäbchen, bis ich bei dem nächsten Markierer ankomme. So, jetzt bin ich bei der nächsten Rundung. In die erste Masche häkle ich ein Stäbchen. Die Markierung nehme ich mir ab. Und hier häkle ich ein Stäbchen. So, jetzt häkle ich eine Maschenzunahme. Aus einer Masche häkle ich 2. Ein Stäbchen, eine Maschenzunahme. Ein Stäbchen, eine Maschenzunahme. Also ein Stäbchen in das Stäbchen und in die nächste Masche häkle ich die Maschenzunahme. Das erste Stäbchen und nochmal hier ein Stäbchen, das zweite Stäbchen. Und das häkeln wir, bis wir bei der nächsten Markierung ankommen. Also hier in der Mitte mache ich Folgendes, damit es gleichmäßig ausschaut. Ich habe hier mittig auf der einen Seite, wir haben hier ja jetzt davor 8 Stäbchen gehabt. Man kann hier die Mitte auch markieren, auf der anderen Seite sehen wir die Mitte. Jetzt häkle ich, habe hier die letzte Maschenzunahme gehäkelt und jetzt fange ich hier auf der Seite auch mit der Maschenzunahme an. Also die Maschenzunahme und jetzt ein Stäbchen. Ups. Eine Maschenzunahme. Ein Stäbchen. Wie gesagt, man kann hier die Mitte am besten markieren. Und dann weiß man, dass man hier also entgegengesetzt häkelt. Wenn man hier mit Maschenzunahme aufhört, dann fängt man hier auch mit der Maschenzunahme an. So, also ein Stäbchen, jetzt wieder eine Maschenzunahme.
ein Stäbchen, eine Maschenzunahme und ein Stäbchen. So, und in die letzte Masche wickle ich ein Stäbchen. So schaut es aus. Und dann häkeln wir die 28 Stäbchen bis zur Markierung. So, jetzt bin ich bei der Markierung. Jetzt häkle ich erst ein Stäbchen, dann eine Maschenzunahme. Ein Stäbchen, eine Maschenzunahme. Und so häkle ich, bis ich hier ankomme. So, und am Ende der Runde häkle ich habe hier ein Stäbchen gehäkelt und hier die Maschenzunahme. Und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Hier stiche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte durch. So schaut es aus. So, jetzt häkeln wir die vierte Runde, also 3 Luftmaschen. Jetzt häkle ich ein Stäbchen. Jetzt häkle ich eine Maschenzunahme. Jetzt häkle ich 3 Stäbchen. Eine Maschenzunahme. Drei Stäbchen. Eine Maschenzunahme. Jetzt häkle ich 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Und jetzt häkle ich wiederum die 28 Stäbchen, bis ich bei dem nächsten Markierer ankomme. So, jetzt bin ich bei der nächsten Markierung. Die nehme ich ab. So, jetzt häkle ich 2 Stäbchen. Und eine Maschenzunahme. Jetzt häkle ich 3 Stäbchen, eine Maschenzunahme. So, dann wiederum 3 Stäbchen, eine Maschenzunahme, ein Stäbchen bis zu der mittleren Markierung. So, und jetzt häkle ich auf der Seite entgegengesetzt, das heißt, ich habe hier ein Stäbchen gehäkelt, häkle ich auf der Seite auch erstmal ein Stäbchen. Dann eine Maschenzunahme. Und dann häkle ich 3 Stäbchen. Eine Maschenzunahme und so weiter. Und hier bei dem Markierer häkle ich dann auch wiederum 2 Stäbchen. Und davor war die Maschenzunahme. So schaut es aus. Also ich habe hier die Maschenzunahme gehäkelt und 2 Stäbchen. Und jetzt häkle ich wiederum die Stäbchen bis zur nächsten Markierung. So, jetzt bin ich bei der nächsten Markierung. Also da habe ich auch wiederum
Da häkle ich 2 Stäbchen, eine Maschenzunahme und dann 3 Stäbchen Maschenzunahme, 3 Stäbchen Maschenzunahme, bis wir hier am Ende der Runde ankommen. So, am Ende der Runde habe ich hier die Maschenzunahme und ein Stäbchen. Und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche. In die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen und die linke durch die rechte durchziehen. So schaut das Ganze aus. So, jetzt häkeln wir die 5. Runde. Ich beginne mit 3 Luftmaschen. Jetzt häkle ich 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen. Jetzt häkle ich die Maschenzunahme. So, jetzt häkle ich 4 Stäbchen. Und eine Maschenzunahme. Vier Stäbchen, eine Maschenzunahme. Also 4 Stäbchen, eine Maschenzunahme hier. Und am Ende hier vor dem Markierer häkle ich 2 Stäbchen. So schaut es aus. Und zwar auf diese Art und Weise häkeln wir dann unsere Runden weiter. Wir haben hier zwischen den Zunahmen 3 Stäbchen gehäkelt in der Vorrunde. Jetzt häkeln wir zwischen den Runden 4 Stäbchen, dann 5 Stäbchen und so weiter. Und zwar ist es folgendes, man sieht, also hier am Anfang der Runde vergrößern sich die Stäbchen auch immer um eine. Wir haben in der Vorrunde ein Stäbchen gehäkelt, jetzt 2, dann 3 und so weiter. Und zwar ich häkle die Maschenzunahme. Wir haben hier die Maschenzunahme in der Vorrunde und in das zweite Stäbchen habe ich die Maschenzunahme gehäkelt. Auf der Seite, also die Maschenzunahme schaut von der Mitte weg praktisch. Nicht in dieses Stäbchen, sondern in dieses Stäbchen, von der Mitte weg. Und hier ist es entsprechend auch. Das ist die Maschenzunahme. Und ich häkle nicht in dieses Stäbchen, sondern in dieses Stäbchen, von der Mitte weg. Dass es wegschaut. Das heißt dann, ich häkle hier 1, 2 Stäbchen. Hier sehen wir die Maschenzunahme, hier häkle ich die Maschenzunahme. Und so häkeln wir dann weitere Runden, wie gesagt. Und ich habe hier in der dritten Runde zwischen den Stäbchen ein Stäbchen gehäkelt und in der vierten Runde habe ich dann 2 Stäbchen gehäkelt zwischen den Maschen, oder 3 waren das. 3. Also ich habe extra die 2 Stäbchen ausgelassen, weil bei meiner Wolle, wenn ich diese Runde mit 2 Stäbchen dazwischen häkle, fängt sich an, das Ganze zu wellen. Deswegen habe ich diese Runde ausgelassen. Man kann die natürlich auch häkeln, wenn man zum Beispiel dünnere Wolle verwendet und wenn man merkt, es zieht sich alles zusammen. Also wie gesagt, ich habe die Runde mit 2 Stäbchen zwischen den Zunahmen weggelassen und habe dann 3 Stäbchen zwischen den Zunahmen gehäkelt. Jetzt häkle ich aber weitere Runden, so immer eine Masche zähle ich dazu, 3 Stäbchen zwischen den Maschenzunahmen. Jetzt häkeln wir 4 Stäbchen zwischen Maschenzunahmen, dann 5, 6 und so weiter. Und so kann man dann auch schauen, von der Wählung her, ob das gut hinkommt oder ob man, wenn sich irgendwo anfängt wieder zu wellen, kann man wiederum eine Runde auslassen. Also genauso wie ich das hier gemacht habe.
Oder wie gesagt, wenn es sich zusammenzieht, dann kann man diese Runde mit 2 Stäbchen dazwischen noch dazu häkeln. So, jetzt häkle ich wiederum die mittleren Stäbchen bis zur Markierung. Bei der Markierung häkle ich 2 Stäbchen, die Maschenzunahme, das ist die Zunahme der Vorrunde, und ich häkle das bei dem Stäbchen. Von der Mitte weg schaut das Stäbchen. Dann 4 Stäbchen, eine Maschenzunahme, 4 Stäbchen, eine Maschenzunahme. Da häkeln wir dann vor der Markierung 2 Stäbchen, dann wieder 2 Stäbchen Maschenzunahme, also 4 Stäbchen Maschenzunahme und so weiter. Hier in der Mitte häkeln wir Stäbchen und hier häkeln wir dann wiederum die Zunahme. Das sind dann immer 2 Stäbchen Maschenzunahme, dann 4 Stäbchen Maschenzunahme, bis wir praktisch hier die Runde komplett beenden. Und auf diese Art und Weise kann man beliebig viele Runden häkeln und das Deckchen an eigene Größe anpassen. Ich muss schauen, wie viele Runden ich selber häkle. Muss ich überlegen und schauen. Ich denke mal, ich häkle vielleicht erstmal so 8 Runden oder so. Und dann schauen wir, wie groß das Deckchen wird. Also ich habe jetzt insgesamt 10 Runden hier gehäkelt. Und es ist so, dass in der letzten Runde die Maschenanzahl an Stäbchen sollte teilbar durch 4 sein. Also man zählt die Stäbchen durch. Immer 4 Stäbchen und das sollte praktisch durch 4 teilbar sein. Falls es bei euch eine Masche zum Beispiel zu wenig oder zu viel sein sollte, kann man in der letzten Runde zum Beispiel eine Masche weniger zunehmen oder umgekehrt eine Masche mehr zunehmen. So kann man die Maschenanzahl anpassen. Also ich habe eigentlich jetzt bei mir nach den 10 Runden insgesamt passt die Maschenanzahl soweit. Ich hoffe bei euch auch. Falls man aber mehr Runden häkelt, dann kann man das durch die Maschenzunahme dann anpassen. So, jetzt häkeln wir die abschließende Runde. Ich beginne mit 3 Luftmaschen. Jetzt häkle ich in das erste Stäbchen hier ein Stäbchen. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und in die gleiche Stelle häkle ich 2 Stäbchen. Also in dieselbe Stelle steche ich ein und häkle 2 Stäbchen. Jetzt überspringe ich 3 Maschen und in die 4. Masche häkle ich wieder das gleiche. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Das ist dann die erste Runde. Dieses Element wiederholen wir stets. Also 2 Stäbchen habe ich gehäkelt, jetzt 2 Luftmaschen und in dieselbe Stelle steche ich nochmal ein und häkle 2 Stäbchen. Und das wiederholen wir stets, also 3 Maschen überspringen, in die 4. Masche einstechen und dann 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So schaut es aus. So, am Ende der Runde schließe ich das Ganze mit einer Kettenmasche. Also 3 Stäbchen überspringe ich oder 3 Maschen und hier in die 3. Masche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So schaut es aus. Jetzt bewege ich mich erstmal mit den Kettenmaschen nach links. Also hier steche ich ein in das 2. Stäbchen,
hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Und stiche hier nochmal ein, hole den Faden und nochmal eine Kettmasche häkeln. Und jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. In den Bogen stiche ich ein und häkle ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und in denselben Bogen nochmal einstechen und nochmal 2 Stäbchen häkeln. So, jetzt in den nächsten Bogen häkle ich genau das gleiche Element. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. In jedem Bogen häkeln wir wieder das gleiche Element, bestehend aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So schaut es aus und dann häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, am Ende der Runde schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche. In die dritte Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So, jetzt häkeln wir die letzte abschließende Runde. Und zwar hier in den Bogen häkle ich ein halbes Stäbchen. Ein Umschlag, in den Bogen einstechen, Faden holen, 3 Schlingen auf der Nadel, alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkle ich 4 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite, das dritte und das vierte Stäbchen. Und jetzt häkle ich noch ein halbes Stäbchen in den gleichen Bogen. Also Umschlag, Faden holen, alle 3 Schlingen durch. Und jetzt häkle ich zwischen diesen Elementen, wir haben hier diese Elemente, hier zwischen häkle ich eine feste Masche. Hier stiche ich ein und häkle eine feste Masche. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. Also hier häkeln wir diesen Bogen, das wiederholen wir, ein halbes Stäbchen in den Bogen, 4 Stäbchen in den Bogen, so, jetzt häkle ich noch ein halbes Stäbchen in den gleichen Bogen. So, und eine feste Masche zwischen diesen Elementen häkeln. So schaut das Ganze aus. Und das wiederholen wir stets. Also jetzt häkle ich wieder ein halbes Stäbchen in den Bogen, 4 Stäbchen, und nochmal ein halbes Stäbchen in den Bogen und eine feste Masche zwischen den Elementen. So, und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So schaut es aus. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Dann habe ich 4 Stäbchen, ein halbes Stäbchen gehäkelt und jetzt hier am Schluss häkle ich noch eine feste Masche hier zwischen. So, dann sind wir soweit fertig. So schaut der Abschluss aus. Dann nur noch Fädchen verarbeiten, vernähen und dann sind wir mit dem Deckchen fertig. Also ich zeige nochmal, wie das fertige Deckchen ausschaut. So schaut der Rand aus. Und zwar, ich habe jetzt ein recht kleines Deckchen gehäkelt. Wenn man eventuell größere Decke häkelt oder wenn die Wolle anders bei euch ist, kann man bei der Umrandung zum Beispiel
die erste Runde genauso häkeln. In der zweiten Runde kann man statt 2 Stäbchen zum Beispiel auch 3 Stäbchen häkeln. Dann hat man ein bisschen mehr Breite. Und hier die letzte Runde kann man auch anpassen. Man kann hier zwischen den halben Stäbchen haben wir 4 Stäbchen gehäkelt. Man kann aber auch zum Beispiel 5 oder 6 Stäbchen häkeln, je nachdem wie es bei euch am besten hinkommt. Einfach nur so als Tipp. Genau, also bei mir schaut es so gut aus. So, genau, und dann sind wir soweit fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch eure Wünsche oder Kommentare, würde mich auch sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.